Hi, ich bin Timo und heute zeige ich euch, wie man ein Smokey Eye schminkt. Einmal zeige ich euch ein dunkleres Smokey Eye, damit man gut sehen kann, wie man ein Smokey Eye aufbaut. Und ich zeige euch aber auch noch ein etwas helleres Smokey Eye, weil man eigentlich mit allen Tönen ein Smokey Eye machen kann. Ein Smokey Eye baut man am besten so auf, dass es vom dunkelsten Punkt zum hellsten verläuft. Der dunkelste Punkt befindet sich am Wimpernkranz und der verläuft nach oben zum Augenbrauenknochen. In den 20er Jahren hat man das klassische 20er Jahre Make-up, auch ein Smokey Eye, das sich eher nach vorne verlagert hat. Heutzutage will man das eher nach hinten verlagern, nach oben, um das Auge zu strecken. Als hellsten Ton und als Base für das Auge benutze ich den Natural Pressed Eyeshadow von Hero Cosmetics in dem Ton Midi. Diesen trage ich aufs ganze Lid auf und schaffe damit erstmal eine Grundlage. In diesem Schritt kann man auch ganz gut überlegen, wo man hin möchte, ob man das Ganze ein bisschen mehr nach außen ziehen möchte oder lieber runder machen möchte, je nach Augenform oder je nach Geschmack. Diesen Ton werde ich auch unter dem Auge am unteren Wimpernkranz auftragen, um einen schön einheitlichen Look zu schaffen und den oberen Teil und den unteren Teil zu verbinden. Für den zweiten Schritt und den zweiten Farbton benutze ich von Wow Brow von Hero den Ton Dark. Diesen trage ich diesmal nur auf das bewegliche Augenlid auf und versuche einen schönen Übergang zu schaffen zu dem ersten Ton. Das Ganze blende ich jetzt in den ersten Ton ein und gehe leicht über das bewegliche Augenlid über die Lidfalte. Auch hierbei gehe ich mit dem zweiten Ton am unteren Wimpernkranz entlang. Im dritten Schritt setzen wir den tiefsten Punkt und das mache ich mit dem Eye Pencil von Hero in der Farbe Pitch. Und damit gehe ich auf die Wasserlinie unten und auch oben. Jetzt möchte ich gerne noch etwas mehr Tiefe am oberen Wimpernkranz haben und dafür benutze ich den Mineral Eyeshadow in Black Knight. Für die oberen und unteren Wimpern benutze ich den Badaboom Mascara von Hero. Hier haben wir einen typischen Smokey Eye Look. Da ist der dunkelste Punkt am Wimpernkranz und der verläuft langsam nach oben bis zu den Augenbrauenknochen, wo man dann noch ein Highlight setzen kann. Weil mir der Look etwas zu intensiv ist und zu dunkel ist, benutze ich jetzt noch einmal den Mineral Eyeshadow von Hero in der Farbe Bam Bam und tupfe diesen mit dem Finger auf das Augenlid auf. Das ist jetzt ein sehr dunkler Look für Viola. Der Look war gut, um zu zeigen, wie man ein Smokey Eye aufbaut, aber ich finde persönlich, dass er nicht super gut zu Viola passt. Außerdem kann man sehr gut sehen, wie das Auge zwar größer wird, aber das Gesicht sich auch einfach verändert dadurch. Die eine Seite wirkt länger und gestreckter und die andere wirkt runder und auch ein bisschen härter. Deswegen zeige ich euch jetzt noch einmal ein Smokey Eye mit einem etwas helleren Tönen. Für den ersten Schritt benutze ich von den Natural Pressed Eyeshadows von Hero den Ton Equalizer. Und den trage ich über die Lidfalte auf und verblende ihn schön weich. Mit diesem Ton gehe ich auch an den unteren Wimpernkranz und verbinde den oberen Teil mit dem unteren Teil. Als zweiten Ton benutze ich den Mineral Eyeshadow von Hero in der Farbe Ruby Sky. Diesen trage ich nur auf den oberen beweglichen Augenlid auf. Um jetzt noch etwas Tiefe am Auge zu schaffen, benutze ich den Natural Pressed Eyeshadow von Hero in der Farbe LFO. Mit diesem gehe ich nur leicht am Wimpernkranz entlang. Als Highlight benutze ich jetzt noch den Multistick von Hero in der Farbe Eve by Day und schaffe damit den höchsten Punkt unter der Augenbraue, um noch mehr Dimension zu schaffen, und setze noch ein kleines Highlight in die innere Augenecke. Jetzt tusche ich bei beiden Augen noch einmal die Wimpern mit dem Badaboom Mascara von Hero. Man kann ganz gut sehen, dass man auch mit helleren und frischen Farben ein schönes Smokey Eye machen kann und ja, ein schönes, offenes, frisches Auge schafft. Jetzt trage ich noch etwas Rouge auf, um den kompletten Look schön frisch zu machen. Das ist mein
softer Smoky Eye Look an Viola. Ich finde, er sieht sehr schön aus mit ihren grün-blauen Augen und den rötlichen Smoky Eye. Und das habt ihr mal gesehen, wie man verschiedene Smoky Eyes machen kann.